So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir nun im letzten Akt, beziehungsweise im letzten abschließenden Teil vom wo wir jetzt beim Archontenauftrag Nummer 4, der 5. Akt, beziehungsweise letzter Abschnitt jetzt angelangt sind, wo wir dann jetzt wiederum, Charlotte begleiten müssen bei ihren Interviews. Die Katastrophe, die Fontaine befallen hat, ist überstanden. Was auch immer passiert sein mag, die Presse wird unaufhörlich Nachrichten verbreiten. Mit anderen Worten werden die Menschen die Wahrheit so schnell erfahren, wie die Mitarbeiter des Dampfvogels sie verfassen können. Ziel wird verfolgt werden. Als allererstes ein Interview mit Navia von der Spina di Rossola. Bin auch schon mal auf den Legendenauftrag im nächsten Monat gespannt. Was werden wir da in Bezug auf Navia noch alles erfahren? Eine interessante Frage. Vor allem, auch was für ein Event im nächsten Monat dann überhaupt stattfinden wird. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, dass ich es gelesen hatte, dass in dieser Version ein Tanzevent von Furina ausgerichtet, in Fontaine stattfinden wird. Aber das war dann ja jetzt wohl irgendwie, ein Satz mit X, das... Oh, ich habe ja noch ein paar Erfolge. Aber im Großen und Ganzen war das wohl ein Satz mit X, das war wohl nix. Würde ich mal sagen. Und was gibt's jetzt eigentlich hier neu beim Händler? Ah, wohlklingende Melodien. Aber nichts für uns. Ah ja, da fällt mir gerade auch ein, man hat mir natürlich sogar auch bei einem Video unter den Kommentaren geschrieben, dass ich, beim besten Willen, nicht verkehrt geschaut habe, als ich, so das Gefühl hatte, dass Mona ein bisschen anders aussah. Ich weiß, er sagt nicht so recht. Bin ich jetzt, er sagt ein bisschen blind von der Optik her? Moment, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen genauer sehen. Okay, bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber das Outfit hatte sie doch beim letzten Mal doch angehabt, oder? Und das soll auch ein klitzekleines bisschen zensiert worden sein. Ich muss ehrlich zugeben, ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied leider. Naja, wie dem auch sei. Kleine Unterschiede gibt es da wirklich. Sie hat jetzt sowieso ihr anderes Outfit an. Aber ich finde irgendwie, der optische Wechsel ist am ehesten auffällig bei Rosaria. Während Rosaria jetzt so ja noch aussieht, hatte sie natürlich ja auch ein anderes Outfit ja auch nochmal gekriegt. Moment, wo konnte man jetzt noch das Outfit wechseln?
Ah ja, das hier. Da konnte man die Zensur am besten und am deutlichsten ja sehen. Das Outfit an sich ist zwar nicht schlecht, doch, naja, gewisse Vorzüge unterdrückt es quasi. Ja, da habe ich doch lieber meine Vollstreckerdornen als auf die Freiheit der Kathedrale. Aber wie dem auch sei, jetzt müssen wir erstmal unsere Hauptstory weitermachen. Ein Interview mit Navia. Steht auf dem Plan. Wo auch immer sie jetzt hier steht. Ah, gleich hier unten. Ah, mit einem Mitglied der Fatui. Navia! Oh, it's you. What brings you all here? Hey, we're just having a look around. I'm here to update myself on how things are going here. Oh, the Fatui are here too. Let me introduce you. This is Mr. Garunt Snežević. He represented the Knave in sending us a large amount of supplies, and is helping with our work. Our residents are hard at work as well. Thanks to everyone, work is progressing nicely. We've lost a lot of people, but we're moving forward. That will have to be enough. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. I especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your report? It's not charity we're doing here. We just happen to share the same interests as the Spina. I get where you're coming from. I'll keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature as friendly neighbors? That would be fine. Thanks. Oh, you're back too. How are things? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the workers are able to go over there. Huh? You're here too, Clarence? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Farina. So she's here in Poisson to wait out the heat. All right. She really came here to help me out. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision-makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callis. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you felt before the duel, about what it was like facing down a god. There's lots of exciting material there, I bet. Forget it. I'm sure you can find a better theme than that, Miss Charlotte. I see you're the same as always. Couldn't you do me a favor, for Navia's sake? Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Chlorand at any rate. Of course I will. I'm not gonna let him off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And smile. Okay. How did it go? Was it a good shot? Did Paimon look cute in it? Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. Charlotte drückt auf den Auslöser, macht bitte schnell noch ein paar weitere Fotos. All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. You're very quick. Speed is of the essence when it comes to the news, and freshness is the key. Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. Who knows? I might eventually get that interview with you after all, Miss Chlorand. Wow, you really do have that never say die spirit. I'm impressed. I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Meropide. Ach, du wusstest schon, dass sie dorthin geht? Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. I asked Sijuin, who told Monsieur Neuvillette, and he told you, right? That's a very complete information chain. In truth, all Monsieur Neuvillette asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media?
I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee that Ridsley will make a personal appearance. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. In which case, I'll be making a move first. Stay safe now. And tell me if you hear anything interesting. I'll treat you to afternoon tea in exchange. Gut, dieses erste Interview haben wir damit abgeschlossen. You seem curious about the fortress. Of course. That Risley. I still remember going down to the fortress to grill him for information on my father's case. Boy, did he take me for a ride. Without telling me anything, of course. But he did invite you to tea, didn't he? 2 large pots of it, in fact. It was good tea, though. I have to agree. The tea there is very good. Speaking of that, would you like to have some today? I mean, you've got time, right? Well, I'd be partial to some shortbread. Wow, it's like we've got a menu or something. Sure. Good. What flavor of biscuits would you like, Mr. Snežević? Me? I'm fine with anything. But I would prefer chocolate, should you have it. All right, leave it to me. I'll go over the newly arrived supplies with you later, Mr. Snežević. We should be able to finish the preparatory work today. That works great for me. Is it just me, or did you get a new lipstick? I did. It was a gift from Sijuin. Want to give it a try? I think the color would suit you too. Ja, interessantes Gespräch. Aber nun geht es weiter zum Fort Meropide. Wird der Herzog jetzt, auch, in der Lage sein, ein Interview zu tätigen? Oder werden wir einfach ein Interview mit Sijuin führen? Könnte natürlich auch sein. So oder so, nach diesen 2 Interviews, einmal mit Navi und dann einmal mit Frisley, werden wir dann höchstwahrscheinlich wohl endlich ein abschließendes Gespräch mit Neuvillette vielleicht jetzt haben. Oder vielleicht kommt Alekino ja auch nochmal dazu. Wow, guess we're here again, huh? There's a real nostalgic feeling to this place. Denn es würde mich jetzt, zu gerne, weil es interessiert mich jetzt, nun wirklich ziemlich... irgendwie habe ich heute ein Problem, die richtigen Worte zu finden. Aber es interessiert mich nun wirklich sehr, was die Fatui jetzt eigentlich, oder beziehungsweise Alekino, jetzt eigentlich dazu sagen, dass Focalor ihren göttlichen Thron zerstört hat und daraufhin ja sowieso das System der himmlischen Ordnung der 7 Archonten so gesehen ja, gebrochen hat. Was ist denn jetzt deren Plan? Denn jetzt ist natürlich ja, das Besitzrecht hier auf den Hydrodrachen Neuvillette jetzt zurückgegangen. Und Neuvillette ist ja jetzt ja sowieso auch der stärkste Drache in ganz Teyvat. So muss man es ja sagen. Und ja, man könnte sich zwar irgendwie vorstellen, dass vielleicht die Fatui oder der Orden des Abgrunds, ist ja quasi das gleiche, ja, irgendeine Methode vielleicht haben, um vielleicht ein göttliches Herz zu reproduzieren. Dass sie vielleicht ja auch irgendeine Möglichkeit vielleicht hätten, die göttliche Kraft aus Neuvillette genauso rauszukriegen, wie es zum Beispiel der erste Usurpator es gemacht hat, als er den Drachen deren Kräfte nahm. Oder halbierte. Wer weiß das schon, wie das Ganze ablaufen wird. Aber vor allem denke ich jetzt, sowieso eher daran, dass die Fatui mit der Hilfe des Orden des Abgrunds jetzt erstmal das eine Projekt des Orden des Abgrunds vielleicht weiter fortführen werden. Einen künstlichen Gott zu erschaffen. Generell, der Doktor hat ja mit Scaramouche in Sumeru ja schon mal einen großen Schritt in diese Richtung ja getan. Und wenn er dann seine Erkenntnisse mit denen des Orden des Abgrunds ja verbindet, ja, warum nicht? Würde vielleicht eine neue Gottheit entstehen, mit einer neuen Energiequelle für den Webstuhl des Schicksals. So oder so sehe ich das als Möglichkeit. Und generell, seitdem ja sowieso ja auch, Skirk
ja sowieso in einem Video vorkam. Auf YouTube. Und dann sagt er sowieso auch den sternfressenden Narwal. Dann sowieso auch, naja, handlich gemacht hat. Gehen vermuten oder denken einige ja sowieso auch, ist das oder vermuten, ist das jetzt das Quantum-Element aus Honkai Star Rail gewesen? Denn die Kugel, aus der, Skirk den Narwal jetzt geformt hat, hatte Ähnlichkeit mit dem Quantum-Element aus Honkai Star Rail. Und da gehen manche Leute jetzt auch so weit, könnte es dann vielleicht auch sein, dass vielleicht die Gottheit, oder besser gesagt, ja, die Gottheit, die ja nun die Geschwister zu Anfang von Genshin Impact angegriffen hatte, vielleicht das imaginäre Element besitzt. Ebenfalls wie bei Honkai Star Rail. Generell haben die ja sowieso auch fast alle Elemente, wie zum Beispiel auch hier bei Genshin Impact. Nur mit dem kleinen Unterschied, es gibt dort kein Geo-Element in Honkai Star Rail. Und ebenso wenig gäbe es dort, warte mal, was sind Elementen noch? Und das Wasserelement, ja. Das Geo- und das Wasserelement gibt es ja in Honkai Star Rail nicht. Dafür das physische Element, dann wie schon gesagt Quantum und ja, imaginär. Naja, ist aber jetzt auch ein bisschen weit hergeholt. Bloß weil ein sternfressender Narwal von anderen Planeten oder von anderen Planeten hier war, heißt es ja noch lange nicht, dass er eine Verbindung zu Honkai Star Rail mit den Energien vielleicht gäbe. Wobei ich das interessant fände, wenn es in irgendeiner Form mal ein Crossover gäbe zwischen den beiden Spielen. Looks like you've been missing us. Duke, did you come all the way to the entrance to greet us? Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss Charlotte, whom our good head nurse recommended to me. Aber vor allem bin ich jetzt eher mal auf die Informationen gespannt, die uns sowieso Neuvillette auch noch geben kann. Denn als nächstes, wie es ja sowieso immer am Ende eines Archontenauftrages ist, gibt der jeweilige Archon oder vielleicht auch seine, engsten Vertrauten uns spezielle Informationen über das nächste Land, in das wir reisen werden. Also als nächstes ist ja sowieso das Land Natlan dran, das Land des Feuerarchons, wo wir jetzt schon mal wissen, aufgrund der Empfangsdame hier im Fort Meropide, dass wohl höchstwahrscheinlich Natlan als Urlaubsziel wohl sehr beliebt ist. Sie wollte ja immer einen Urlaub in Natlan machen, hatte sie ja gesagt. Also gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass Natlan vielleicht ein bisschen tropisch ist. Ich hatte zwar zu Anfang eher die Vermutung gehabt, dass es mehr ein Vulkangebiet vielleicht sein könnte, aber ja. Mal sehen, was geschehen wird. It's an honor to finally meet the much-rumored Duke. Thank you for consenting to my visit to the fortress, sir. No need to thank me. But that said, I shouldn't be the focus of your interview. I trust you recall our agreement? Of course, of course. All right then, this way. Hey, no need to be so nervous. I've already taken all the photos we need. Miss Charlotte, do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier, Sir, please don't say things like that. But it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview be very important to you, then? No, I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed chatting with you more. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a miracle, the ark that saved the people. Why, you recreated a myth back there, like an emissary of legend. Still, if I might ask, where's that flying ship now? Huh! Looks like Charlotte's trying to get herself another exclusive scoop. I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory.
I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. Really? Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? Sie lässt wirklich keine Gelegenheit ungenutzt. You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? Did you really have to use the word couple? Well, then, 2 solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. We've seen this kind of thing before. Oh, seems like everyone's here. Would any of you like to try this new drink I came up with? Ah, Sejuin. Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty photos of our head nurse? Sure. Come on, Miss Sejuin. Over this way. Let's find a brighter spot. Huh? Sure. Do I have to smile? So, how have things been at the fortress? Same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but this place is still more or less the same. Other than that flying ship, it got a tad too much attention, I think. That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind-the-scenes heroes. Am I right, Mr. Jurrier? Miss Lorvine? You're too kind, sir. I believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that, which is a pity. I'll just leave the spotlight to you two. Du gehst mit Feisty eine Weile spazieren, erzählst ihm die Neuigkeiten. I see. Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that Harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers are still waiting for his return. He sure did win them over, huh? I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss seems fine, and the bad being that they must face extended sentences for abetting his escape. Oh, actually, what about you? Are things gonna change for you too? What change can there be? The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the overworld. Hey everyone, the photo shoot's done. Good. In that case, let's call it a day here. Thanks for your cooperation. Come on, Traveler, let's go. Till next time, everyone. There'll be a next time? Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory next time. Until then. Gut, damit... Alright, last stop, the docks. Okay, als nächstes müssen wir erst noch zum Hafen. Unerwartet, aber meinetwegen. Dort waren wir, sag ja, auch lange nicht mehr gewesen. Aber interessante Frage jetzt eigentlich, was ist eigentlich mit dem Grafen jetzt? Wurde er jetzt in eine andere Dimension geworfen von Skirk? Oder wurde er, naja, zurück zu uns, also in unsere Dimension geworfen? Das ist jetzt auch erstmal eine interessante Frage. Befindet er sich noch bei uns oder befindet er sich jetzt, also, komplett woanders? Tja, das ist jetzt, wirklich eine ziemlich gute Frage. Na, will ich das Timing verpassen oder nicht? Verdammt nochmal, hab wirklich das Timing verpasst. Das war, so nicht gedacht. Aber da befand ich mich wohl jetzt, leider ein bisschen zu weit am Boden. Hätte wirklich besser laufen können.
Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole time since. Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte, too. Would you like a magic pocket? What sort of gadget is it? It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Or you could trick a friend into doing it for you. Trick a friend? I wonder which of my friends would fall for that. You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? Is this what you meant by, I'll help you make some more friends? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please? Sure. Please, write down my address. You sure are working hard to help Fremine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. Klingt, als würde es zu ihm passen. Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant, and later Fremine himself. In the future, I think we can leave underwater escape magic to him too. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Every journey begins with the first step. He'll become a part of our show eventually. Lynette, could you come over? Miss Charlotte says she wants to take a picture of us. Got it. My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone the moment she realized I had something to say to you. So, how have things been, Traveler? Ach, nicht schlecht. Father says that you did a great deal during the latest events. She's very grateful for your contributions to Fontaine. That's all right. We were more than happy to help. So, what's she doing now? Oh, I guess you haven't heard. Well, after Lady Farina left, Father and Monsieur Neuvillette opened negotiations, during which he gave Fontaine's Gnosis to her as a diplomatic gift. Okay, damit habe ich jetzt beim besten Willen nicht gerechnet. Ich hatte jetzt wirklich gedacht, es würde jetzt wirklich zu einer Pattsituation kommen. Aber am Ende haben es die Fatui ja doch irgendwie geschafft, das nächste göttliche Herz zu erlangen. Also fehlt ihnen jetzt, sagt wirklich nur noch ein göttliches Herz. Und zwar das aus Natlan. Denn, ja, das Herz des Kryo-Archons befindet sich ja schon längst in deren Besitz. Aber ernsthaft, ich habe nicht damit gerechnet, dass das göttliche Herz wirklich, sagt, zu den Fatui jetzt gelangt. Und generell hatte ich jetzt sowieso auch eher gedacht, dass das göttliche Herz zerstört sein würde. Dass sagt, die Kraft, die es innehielt, einfach zu seinem ursprünglichen Besitzer zurückkehrte nach der Zerstörung des göttlichen Throns von Furina. Ich meine natürlich Fokalor. Tja, unerwartet. A diplomatic gift? A gnosis? Yes, I was quite surprised at first myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the all-devouring narwhal down. Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. Well, that's true, but this is a gnosis we're talking about. Doesn't this seem a bit irresponsible? I would agree, but I've also heard that it seems that Monsieur Neuvillette has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this that only Neuvillette knows about? I suspect you'll have to ask him about that yourself. Ah, yes, speaking of which, I did see him strolling around the entrance to the fortress of Meropide a while back. Okay, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, weshalb er seine Meinung zum göttlichen Herzen so geändert hat. Jetzt, da es sowieso einen Drachen
in Fontaine, also beziehungsweise einen Drachen in Teyvat gab, der seine vollständige Kraft wieder hatte, würde er sagt damit Fontaine ins Visier der himmlischen Ordnung, denke ich, er sagt gelangen. Und ja, die himmlische Ordnung ist bei solchen Sachen, er sagt, nicht zu Späßen aufgelegt. Und ist da, er sagt, auch ein bisschen erbarmungslos. Und generell könnten sie ihn dann sowieso auch als Mittäter, als Komplizen von Focalor ansehen. Und bevor er sagt, Fontaine eine göttliche Strafe vielleicht kriegt, darüber, dass er sagt, Neuvillette das göttliche Herz jetzt besitzt, hat er es sagt, lieber abgegeben. So könnte ich mir vorstellen. Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that. But back to the topic. The gnosis was given to the knave, right? What about Child? They say that he's returned to Snezhnaya to recover from his wounds. I hear that the recent disaster really did a number on his health. Gut, dann kann ich ihn wohl jetzt zu meinen Kampfkameraden zählen. That's true. When you think about it, we've had loads of run-ins with the Fatui. To think we'd be allied with them this time. Naja, es gibt ja nicht nur schlechte Fatui. Tartaglia, also Child, war ja von vornherein, er sagt, nicht so wie die anderen Fatui. Er war nicht so wie La Signora, ist nicht so wie der Doktor. Und generell, Alekino ist im Allgemeinen ja auch nicht, er sagt, so eine üble Person. Und nachdem wir ja sowieso erstmal Scaramouche ein bisschen besser kennengelernt haben, ist er eigentlich auch nicht so ein übler Kerl. So shocked by such a simple switching of sides? Father! Well, well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. I would have done them regardless. Are you going to take the gnosis back to Snezhnaya? That is our duty as harbingers, yes. Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. Wirst du auf dieser Seite bleiben? Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. Mir ist gerade etwas eingefallen. Könntest du das bitte für uns weitergeben? A vision? All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. And that's a wrap for me. Huh? You're... Greetings, Miss Journalist. Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell. Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This'll be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, Traveler, Paimon, you take one too. To move things about? That's right. Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. And what do you know? I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened,
but the pockets are still the pockets. I guess this must be life. We will all follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. All right then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. Well, guess we sent Charlotte off. Shall we go see how Neuvillette's doing? As long as he's not so busy that he doesn't have time to chat anyway. Gut, dann wird es jetzt mal Zeit, Antworten von Neuvillette zu erlangen. Es wird langsam Zeit, dass wir Antworten erhalten. Was hat er sich bei seinen Handlungen gedacht? Aber vor allem jetzt ist es auch mal gut zu wissen, dass Tartaglia wieder in unserer Dimension ist. Nur eine Frage bleibt damit immer noch unbeantwortet. Weshalb hat eigentlich seine Hydrovision verrückt gespielt? Weshalb konnte er seine Hydrokraft nicht einsetzen? Es könnte ja sein, dass Focalor sein Talent oder seine Verbindung zu dem sternverschlingenden Narwal vielleicht erkannt hat. Dadurch, dafür sorgt, dass die Hydrokraft von ihm ein bisschen verrückt spielte. Und dass er bloß auf das Element zurückgreifen musste. Was gegen einen Wal, gegen ein Wasserwesen effektiv ist. Elektrizität. Aber das kann ja eigentlich nicht der einzige Grund sein. Es war ja sowieso von Skirk ja auch geplant gewesen, dass er eines Tages gegen den Narwal kämpfen sollte. Vielleicht weiß natürlich Neuvillette ein bisschen mehr. So, you really are here, Neuvillette. I didn't think you were going to have free time this hour of the day. Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. Genau deshalb sind wir jetzt auch hier. Aw, Paimon's glad that you remembered. Thank you for keeping us on your mind, what with you being busy and all. Alright, let's have it then. How was Fontaine actually saved? The whole business is still quite the mystery to us. Das ist jetzt leider ein ziemlich schmerzhaftes Thema. It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. Neuvillette seufzt leicht, bevor euch die Wahrheit über die Ereignisse an jeden Tag aus seiner Sichtweise erzählt. Focalor hat die himmlische Ordnung getäuscht und sich Furinas endloses Schauspiel zunutze gemacht, um Fontaine zu retten. So that's what happened? Tja, ich selbst habe nur Furinas Teil der Geschichte gesehen. Destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you into a fully fledged elemental dragon sovereign. But Paimon still doesn't quite get what you did to save the Fontainians from dissolving. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontainians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. In other words, when I gave my verdict, Fontainians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. Focalor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. Man kann sagen, dass in diesem Moment die Menschen von Fontaine endlich wirklich geboren wurden. Yeah, and in a manner of speaking, Focalor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask.
Ja, gut, dass du das erwähnst. Ich habe wirklich... I will tell you the truth as I know it. Ja, ich habe, noch einige Fragen. Okay, über das ursprüngliche Urteil, das über Tartaglia gefällt wurde. I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There, by chance, he awakened the all-devouring narwhal. But whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. As for the judgment passed by the oratrice during the trial, whether it was due to that liability by association, or Focalors deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able to hold the creature off, I cannot say. Guess Focalors had Fontainians in mind the whole time. In the end, it was thanks to her that they finally became real humans. Hang on a second. Paimon suddenly got another question. Back when Fontainians hadn't yet become real humans, were the children they had also transformed Oceanids? Life has always flowed like water. Do you recall how Fontainians would often come to the Fountain of Lucine to pray for children? Yeah, Lynette said the fountain is where all the waters in Fontaine converge. In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. Paimon sorta gets it now. Either way, seems like this ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Gut, wie sieht jetzt Fontaines Zukunft aus? Yeah, about that. Risley said Farina has already left. What's that all about? Ah, Lady Farina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me, before leaving the Opera House. I related Focalors' words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. Having said that, she then packed her things and moved out of the Opera House, not unlike how an ordinary person might. But she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. But now that she no longer has to play the role of Focalors the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. What about you then? What are your plans now that you've regained your full powers as the Hydro Dragon? After Focalors passed on, the Oratrice also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. From now on, I shall hear cases and pass verdicts by myself. Looks like you're still considering stuff from the perspective of the Udex, huh? As an elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Tja, und genau jetzt tritt das in Kraft, was wir eigentlich schon von Anfang an eigentlich gedacht hätten, was das Hauptproblem hier in Fontaine sei. Das Energieproblem, von das wir schon etliche Versionen vorher von etlichen anderen Personen aus Fontaine schon mal erfahren hatten. Genau das ist jetzt nach der ganzen Archonten-Geschichte eingetreten, dass jetzt wiederum Fontaine ein Energieproblem besitzt. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ebenfalls hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass Neuvillette jetzt trotz allem immer noch seine komplette Kraft als vollständiger Hydrodrache besitzt. Obwohl er das göttliche Herz jetzt ja eigentlich abgegeben hat. So habe ich das jetzt jedenfalls verstanden. Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over New Musia,
and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Wow. This ancient dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ask away. I will tell you the truth as I know it. Okay, Frage 3 über das göttliche Herz von Fontaine. Oh, that's right! They say you've given it to the knave as a diplomatic gift or something! Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need the Gnosis's power. As such, it has lost all meaning for Fontaine. If the Fatui have impure designs, then we might as well accede to their request now, and avoid unnecessary conflict. What complicated considerations! Paimon thought you were just giving it to them out of gratitude to the knave and as an apology to Child. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Okay, die letzte Frage. Oder vielleicht die vorletzte, wer weiß. Über die nächste Station meiner Reise. Ist Natlan nun ein tropisches Urlaubsgebiet? Oder habe ich da jetzt auch wieder mal was Falsches verstanden? You will soon be heading to Natlan, I presume. Naja, was heißt, er sagt bald? Es dauert noch ein paar Monate. Spätestens im Juli, August nächsten Jahres werden wir dann, er sagt, die vorletzte noch existierende Stadt und Kontinent, Land von Teyvat bereisen. I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. As far as I'm aware, Natlan can be said to be a nation of dragons. Okay, das finde ich jetzt an der Stelle schon mal ziemlich gut. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wir, sag, in Natlan auf den Feuerdrachen treffen. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass es irgendeinen Charakter dort geben wird, der entweder Natsu, Natsuo, Ignis oder Igneel vielleicht heißt. A nation of dragons? You mean like you? No, I suspect that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. Okay, dann können wir, sag, höchstwahrscheinlich mit Drakenoiden rechnen. Sowas in der Art vielleicht wie Baran aus Dragon Quest The Adventure of Die. Das wäre sauber interessant. Und vor allem könnte ich mir, sag, vorstellen, dass die meisten Leute da sicherlich rote Haare haben. Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. Ich weiß zwar jetzt, sagt nicht mehr so genau, wie der eigentliche Kapitelname zu Natlan hieß, aber ich weiß noch, irgendwas stand da mit Resurrection. Also, der letzte Teil des Archontenauftrags wird irgendwas mit einer Wiederauferstehung sein. In Natlan. Da bin ich mir jetzt schon mal sicher. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the knave that I believe may be useful to you. Ja, wir wissen es, er sagt schon, Capitano, einer der 11, ist er sagt auch in der Nähe von Natlan. Und ebenso, er sagt hier auch, der Anführer des Ritterordens von Mondstadt. Ich weiß aber beim besten Willen jetzt nicht mehr, wie er hieß. The Harbinger known as the Captain has thrown his hat into the endless ring of war. The captain. Sounds like a real tough customer. Seriously, everywhere you look, there's a Fatui Harbinger doing their thing. I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Tja, bedauerlicherweise habe ich jetzt beim besten Willen keine weiteren Fragen. Hang on a sec. Paimon's still got a question about the Gnosis. When we spoke to Linny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the Gnosis had clearly changed. We guessed that there might be some reason for it that only you were aware of. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. What is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface.
It went something like this. Na, das wird jetzt interessant werden, denke ich. Na, wenn ich bitten darf? Eine Tasse Tee zwischen Skirk und Neuvillette, bitte. Oder vielleicht ein Glas schönes Wasser? Well, we're going to head topside to see what's going on. You hurry over soon as well, all right, Neuvillette? What next? The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of. Ah, of course. How could I forget? You should have the remains of the third descender on your person, yes? Remains? I've never heard of any such thing. Huh. According to your parlance, I believe it may be called a gnosis. Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Foul, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. To live in itself is a blessing. But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. What do you mean by that? No need to fret. These are just my personal thoughts, and my reason for no longer wishing to return to the surface. This third descender you refer to, who are they? And when did they die? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Next time? You believe we will meet again? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then. Ha, interessant. Wirklich interessant. Die Überreste des dritten Ankömmlings. Hat also Neuvillette an sich, des göttlichen Herzens. Faszinierend. Und der Reiter des Bösen weiß also darüber Bescheid und des göttlichen Herzen könnte man auch eher als Unheilsbringer bezeichnen. Könnte es ja sein, dass die Kraft, die der Orden des Abgrunds... Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. Könnte es ja vielleicht sein, dass die Kraft, die der Orden des Abgrunds benutzt, Fluchkraft vielleicht sein könnte? Das könnte man ja vielleicht annehmen. All das Gegenteilige aus den normalen Emotionen der Menschheit. The remains of the third descender? So that's what the Gnosis actually are. Paimon just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains? All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what she meant to say. And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here.
Okay, ein Ankömmling. Sie hat einen von ihnen erwähnt. Also ich bin der 4. Ankömmling. Erstens hängt die Existenz der göttlichen Herzen mit den Ankömmlingen zusammen. Das ist jetzt auch interessant. Es gab einige Ankömmlinge. Könnte es also vielleicht sein, dass die göttlichen Herzen aus den Überresten des 3. Ankömmlings geschaffen wurden? Der erste Ankömmling in dieser Welt müsste doch, er sagt, Usurpator gewesen sein, von dem wir ja schon mal hörten. Derjenige, der, er sagt, den Drachen ihre Elementarkräfte erraubte und daraufhin ja sowieso die göttlichen Herzen erschuf für die Archonten. Der, er sagt, die Ordnung in seinem Reich, also in seiner Welt, in Teyvat, dann, er sagt, aufrechterhalten sollten. Das könnte ich mir jetzt also so vorstellen. Okay, erstens hängt die Existenz der göttlichen Herzen mit den Ankömmlingen zusammen. I guessed that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. Naja, ich stamme ja immerhin ja nicht aus dieser Welt. That means that the Gnosis, which are exceedingly element-compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the 3rd Descender. I wonder, does your body also possess similar properties? Like being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? No, let's not think about this stuff right now. It just feels creepy. Und wenn man das jetzt weiß, da stellt sich mir jetzt die Frage, wird unsere Schwester vielleicht am Ende ebenfalls zu einem neuen göttlichen Herzen werden? Könnte ja theoretisch sein, dass sie die ganze Kraft, die die Fatui und der Orden des Abgrunds vielleicht aktuell ja sammelt, am Ende ja wirklich in ihr vereint wird. So wird eine neue ultimative Gottheit erschaffen, oder natürlich, dass dann so der Webstuhl des Schicksals erschaffen wird. Den dann wiederum Piero, der erste Fatuis, nutzen will, um die Welt, nach seinen Vorstellungen zu ändern und so dann, auch die Götter machtlos zu machen. Tja, die göttliche Ordnung würde dann so auf den Kopf gestellt werden. Comparing the Traveler to the dead 3rd Descender and all? Naja, keine Sorge, ich werde nicht so einfach ins Gras beißen. That's what you say, but this topic still feels like bad luck. Once Child recovers, let's get some more answers out of him. Or go look for his master and get the answers that way. Ich hatte ja eigentlich sowieso auch damit gerechnet, dass ein zweiter Legendenauftrag von ihm eigentlich jetzt auch kommen müsste. Aber bevor wir einen zweiten Legendenauftrag von Tartaglia erhalten, wird es sicherlich auch noch ein paar Monate und Versionen vielleicht dauern. I too believe it unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. All right. Whatever the case, it seems like the crisis here in Fontaine's over for now. Yes. All of Focalor's efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all those years as a human. Was that really what she wanted? I suppose that would be the mystery of a god's will. Kannst du den Willen der Götter verstehen? I suspect not. But once in a while I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what, ultimately, is the difference between the rains that fall upon all of us? Tja, damit wäre jetzt auf jeden Fall die Maskerade der Frevler abgeschlossen. Tja, der Akt wäre damit vorbei. Danke für all die Informationen, Neuvillette.
It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Okay, ich hätte jetzt gedacht... I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. Ich hatte gedacht, jetzt würde noch irgendwas anderes kommen. Aber gut, dann jetzt wiederum, er sagt nicht. Ist ja jetzt, sagt an der Stelle auch nicht so schlecht. Missionstechnisch haben wir jetzt, sagt anscheinend ja sowieso. Moment, das war wieder falsch. Aber missionstechnisch haben wir jetzt sowieso wieder einen weiteren Legendenschlüssel beisammen. Aha, neue Gebiete können wir jetzt auch erkennen. Nicht er sagt erklären, sondern er sagt sehen. Erreichen. Okay, nicht schlecht, Herr Specht. Gut, aber was wollen wir jetzt als nächstes mal machen? Ja, der Legendenauftrag von Furina. Ach, sieh mal an, verlorene Stadt an der Front, Reich des Wassers. Wir hätten jetzt, sagt natürlich auch noch hier was zu erledigen. Aber gut, aber gut. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of... Tja, was machen wir jetzt am besten? Furina, schön und gut. Aber wenn man es genau nimmt, würde ich ja das jetzt hier mal ausprobieren. Vielleicht hätten wir Glück im Unglück. Wäre jetzt aber nun wirklich ein bisschen zu freundlich gewesen, wenn wir... Ja, ich bin sprachlos. Ich bin jetzt wirklich sprachlos. Wir haben zwar jetzt an der Stelle noch keine Charlotte gekriegt, aber in 16 Tagen, 5 Stunden und 1 Minute, da kommt der Sakia sowieso auch Sino wieder. Vielleicht kriegen wir ihn dann ja auch noch. Okay, vielleicht jetzt sagt noch Tainari aus dem Standardbanner. Wäre jetzt auch vielleicht ein bisschen zu viel erwartet gewesen. Aber interessant. Wirklich interessant. Jetzt erstmal das nächste Sternbild. Und jetzt wollen wir uns, doch noch mal unseren neuen Doktor mal hier ansehen. Oh, Moment. Hier haben wir auch noch was. Okay, Dr. Baiju. Wie sieht es jetzt, hier mal kurzzeitig mal aus? Okay, da wir eigentlich ja... Moment, da wir sowieso ja nicht den Herzog hier haben, kann er, jetzt den anderen Katalysator kriegen. So, welchen Katalysator meinte ich jetzt? Ja, ihn hier. Andererseits sehr passend ist der jetzt eigentlich ja nicht.
Ach, geben wir ihm erstmal das Buch. Geben wir ihm erstmal das Buch. Talente mal kurz mal ansehen. Naja, geben wir ihm einfach mal das so. Können wir noch einen weiteren Aufstieg machen? Ja, leider allerdings auch nicht gerade so gut. So viel Dendrokraft habe ich jetzt leider nicht hier dabei. Aber es sieht auch so... Ah, ja, jetzt weiß ich es wieder. Ring der ewigen Finsternis. Ah, das sind die Items vom lasterhaften Täufer, die er gebrauchen kann. Thanks to your hard work. Aber mehr Material haben wir jetzt leider nicht. Tja, bedauerlicherweise mehr Material zum Aufstieg haben wir jetzt nicht. Es fehlen, 3 Spiegel und dann jetzt sowieso auch noch eine Blume. Tja, schade, schade, schade. Stimmt ja, hier war ja auch noch was ich vergessen hatte. Aber gut, jetzt haben wir wenigstens, auch mal wieder einen neuen Charakter gekriegt. Auch interessant. Ein neues Artefakt. Aber wie dem auch sei, das soll jetzt nun wirklich, nicht das Thema sein. The water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile,